Hallo meine Lieben, heute habe ich kein Projekt für euch, sondern ich habe 2 Videos für euch, wonach ich schon sehr, sehr lange und sehr, sehr viel immer wieder gefragt wurde. Und zwar geht es darum, dass ich euch eine Übersicht geben will im ersten Videos über die Plotter, die ich im Einsatz habe, damit ihr da selber entscheiden könnt, was das Richtige für euch ist. Vielleicht wollt ihr euch ja zur Weihnacht selber einen Plotter schenken oder schenken lassen. Und da will ich euch einfach eine gute Übersicht geben. Und das zweite Video, was ihr heute auch gleich bekommt, ist über die Plotter-Software, dass ich die vergleiche. Ich werde auch immer wieder gefragt, ob ich eine Empfehlung abgeben kann für einzelne Personen, aber das Thema ist das, dass ich glaube, ich will nicht stur sein, sondern ich glaube halt einfach, dass es nicht den richtigen Plotter gibt. Das ist extrem abhängig davon, was ihr damit machen wollt und auch mit den Erfahrungen, die ihr habt. Wenn ich mich als Beispiel nehme, ich habe einen IT-Background und ich arbeite auch seit Jahren mit Grafiktools und in meinem Job als Unternehmensberater in globalen Unternehmen bin ich es mir halt einfach auch gewohnt, dass ich mich immer wieder in neue Tools einarbeiten muss und sehr schnell damit klarkommen muss. Das heißt, meine Anforderungen an ein Gerät sind halt einfach so, dass ich viel selber manipulieren kann, das heißt Design selber auch erstellen kann. Das andere Thema ist, dass ich keine Benutzerhandbücher lese. Ich habe halt einfach das Gefühl, dass im heutigen Zeitalter es möglich sein muss, oder die Benutzerfreundlichkeit von Tool und Systemen oder Tools und Systemen so gut sein muss, dass man die Basisfunktionalitäten bedienen kann, ohne dass man ein Benutzerhandbuch liest. Auf der anderen Seite liebe ich es aber auch zu tüfteln. Das heißt, wenn ich die Basisfunktionalität eines Tools mal verstanden habe, dann will ich gucken, was man alles damit machen kann. Wirklich die Ideen, die ich habe, wie kann ich die umsetzen? Und das brauche ich auch für meinen Kanal, weil ich will euch ja nicht immer wieder dasselbe zeigen, sondern ich will euch auch immer wieder neue Sachen zeigen. Das heißt da halt einfach, dass ich ein sehr breites Band an Funktionalitäten nutze. Und so seht ihr auch, dass meine Anforderungen an einen Plotter sicherlich anders sind als eure oder dass wir nur gewisse Überlappungen haben von dem, was wir von den Anforderungen, die wir an einen Plotter haben. Und deshalb will ich heute eben euch die Übersicht geben, damit ihr dann für euch die Entscheidung treffen könnt, was der richtige Plotter für euch ist. So, das war jetzt ein extrem langes Intro, aber ich wollte, dass ihr eben so versteht, was für Kriterien ich habe und warum ich mich für welchen Plotter entschieden habe. Und um es vorne wegzunehmen, ich weiß, die Frage wird so oder so kommen, für die Bedürfnisse, die ich habe, so wie ich gerne arbeite, wenn ich mich für einen Plotter entscheiden müsste und für eine Software entscheiden müsste, wäre es das Silhouette Studio in Kombination mit dem Cricut Maker. Aber eben, meine Bedürfnisse und dafür passen die Software und das Gerät. Aber eben, wir gehen jetzt in die Übersicht rein und das gleich nach dem Intro. Wenn ich von meinen Plottern spreche, dann meine ich diese 5 Modelle und von den 3 Anbietern. Einerseits, das ist der Brother Scan & Cut CM900. Da gibt es natürlich von Brother weitere wie die ganze DX-Serie. Dann haben wir die Cricut Joy. Das ist quasi die kleine von Cricut, das Einsteigermodell. Dann habe ich den Cricut Maker und zwar nicht die 3, das heißt nicht die neueste, sondern es gibt eigentlich keine Bezeichnung wirklich, das ist nicht der Cricut Maker 2, sondern das ist einfach der Cricut Maker und die nächsthöhere oder das nächste neuere Modell ist der Maker 3 und beim Maker 3 habt ihr halt einfach den Benefit, dass ihr höhere Geschwindigkeit habt und dass ihr Schneiden ohne Matte machen könnt. Und beim Cricut Maker so ähnlich gibt es natürlich auch den oder die Cricut Explore.
Dann bei Silhouette habe ich zwei Geräte. Da ist es einerseits die Silhouette Portrait 3, das ist quasi die kleine von Silhouette, auch das Einsteigermodell. Und dann habe ich die Silhouette Cameo 4, und zwar die in Anführungszeichen normale. Da gibt es auch größere Modelle, und zwar die Plus, die ist 37 cm, und die Cameo Pro, die dann 61 cm ist. Weiter gibt es auch die Silhouette Curio, und die ist dann aber eher gemacht spezifisch fürs Gravieren und Prägen. Ich habe diese 5 Plotter halt einfach, weil ich logischerweise den YouTube-Kanal habe und euch auch viel übers Plotten zeige. Aber gestartet habe ich mit dem Plotten natürlich, bevor ich mit dem YouTube-Kanal gestartet hatte, schon ein paar Jahre davor. Und da hatte ich für 2 Jahre wirklich nur den Brothers Scan & Cut CM900. Ich hatte da auch nicht große Recherche gemacht. Für mich war überhaupt neu, dass man so ein Gerät für zu Hause haben kann und das für den Hobbybereich nutzen kann. Und habe das bei jemandem gesehen und habe dann einfach gedacht, die will ich haben, ohne große Recherche zu machen. Dann als nächstes habe ich die Cricut Joy gekauft, weil ich die gesehen hatte und ja, es mich einfach interessiert hatte und ich eben Cricut nicht wirklich kannte. Und da hatte ich durchaus Spaß dabei mit der kleinen. Und nach einer Weile hat sich da Cricut bei mir gemeldet, nachdem ich ein paar Videos hochgeladen hatte. Und ich fand das wirklich cool, weil ich hatte damals vielleicht 1000 Abonnenten oder sowas. Und dass die sich bei mir melden bei so einem kleinen Kanal, fand ich schon sehr cool. Und die haben sich bedankt für die Videos und haben gefragt, ob ich irgendwas an Material noch brauchen würde. Und ich war so frech und habe gefragt, ob ich einen Rabatt für den Cricut Maker haben könnte, weil ich mit dem schon sehr liebgeäugelt hatte und den haben wollte. Und die haben mir dann tatsächlich das ganze Gerät zur Verfügung gestellt, nicht nur einen Rabatt, und das fand ich wirklich super cool. Und ich habe da auch super viele Videos dazu gemacht. Dann, als ich die 3 Geräte so im Einsatz hatte, habe ich auch immer wieder Fragen zu den Silhouette-Geräten bekommen und dachte mir so, es hat mich selber interessiert und B, wollte ich natürlich eure Fragen beantworten können, und deshalb habe ich mir gleichzeitig die Portrait 3 und die Cameo 4 noch gekauft. Hier noch kurz ein Hinweis, weil wir heute keine Projekte machen. Auf meinem YouTube-Kanal habt ihr Playlists. Es gibt eine Playlist, die heißt Rund ums Plotten, und da geht es nicht drum um ein einzelnes Gerät, sondern da sind alle Videos drin, wo es ums Plotten geht. Dann habe ich aber auch für die einzelnen Geräte eine spezifische Playlist. Das heißt, ihr könnt einfach auf die Playlist drauf gehen, und wenn ihr jetzt zum Cricut Maker Videos sehen wollt oder Projekte, die ich mit dem gemacht habe, dann könnt ihr ganz einfach in die Playlist reingehen. Ich habe das gemacht, damit ihr die Videos so ein bisschen einfacher findet. Jetzt von der Software her, was für eine Software ist für welches Gerät? Mit dem Brother Scan & Cut verwendet ihr den Brother Canvas. Da gibt es fürs iPad eine Webversion, und die hat aber so ein bisschen weniger Funktionalitäten drin als die Desktop-Version. Bedient wird das Ganze mit WLAN, die anderen Geräte mit Bluetooth. Bei den Geräten von Cricut, da ist es der Cricut Design Space. Da gibt es auch eine App dazu, wo ihr nur ganz wenige Funktionalitäten nicht habt, die ihr auf der Desktop-Version habt, und die ist wirklich absolut super zum Anwenden. Bei der Cricut Joy habt ihr einige Funktionalitäten weniger als beim Maker, wenn ihr im Design Space drin seid, und das ganz einfach aufgrund der Tools oder Funktionalitäten, die das Gerät halt einfach nicht machen kann, und dann habt ihr die auch nicht im Design Space drin. Beim Cricut Maker oder bei beiden Geräten ist natürlich so, wenn ihr im Design Space etwas macht, ist grundsätzlich es so, dass ihr die Projekte jetzt für beide Geräte verwenden könnt. Aber eben die Einschränkungen, es gibt Funktionalitäten wie zum Beispiel das Falzen, das geht bei der Cricut Joy nicht, und deshalb könnt ihr, wenn ihr im Design Space beim Gerät die Cricut Joy ausgewählt habt, dann wird euch die Funktionalität vom Falzen auch nicht angezeigt. Hier der Unterschied. Bei den Silhouette-Geräten, da verwendet ihr das Silhouette Studio.
Da habt ihr fürs iPad leider nur die Möglichkeit, Projekte auszuführen, die ihr vorher in der Desktop-Version erstellt habt. Also da ist wirklich, die App ist, naja, sehr, sehr rudimentär, sagen wir es mal so. Auch hier die Projekte, die ihr im Silhouette Studio erstellt habt, die könnt ihr natürlich dann mit der Portrait oder der Cameo nutzen. Auch hier wieder der Hinweis, natürlich müssen es Projekte sein, die dann auch von den Funktionalitäten näher gehen. Zum Beispiel bei der Portrait habt ihr einen Durchlass nur von 2 mm, hier habt ihr einen von 3 mm. Und dann könnt ihr nicht Projekte, die ihr mit 3 mm schneiden wollt, mit der Portrait machen, geht halt einfach nicht. Dann zu den Spezifikationen, da habe ich so ein bisschen recherchiert zu Preis, Größe und Gewicht. Und beim Preis sind wir hier beim Brother Scan & Cut CM900 im Moment bei 529 Schweizer Franken. Und vielleicht auch hier zu sagen, na, ich habe Schweizer Franken, weil ich halt in der Schweiz lebe und ich da die Anbieter angeguckt habe. Die Preise können variieren. In der Schweiz ist alles immer so ein bisschen teurer. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass das bei euch durchaus günstiger ist. Aber, naja, ihr müsst beim Preis halt einfach auch dann berücksichtigen, was mitgeliefert wird. Das heißt, wenn ich in einem Gerät jetzt 3 verschiedene Matten mitgeliefert bekomme und bei einem anderen Gerät die 3 Matten zusätzlich kaufen muss, dann solltet ihr das natürlich mit einkalkulieren. So, Preis. Der Preis für die Cricut Joy, der ist 196 Schweizer Franken. Der Preis für den Maker ist 372. Ich habe mir auch den für den Maker 3 noch angeguckt, da sind wir bei 464. Dann die Portrait 3, das sind 208 Schweizer Franken und für die Silhouette Cameo ist der Preis bei 340. Von der Größe her, bei Brother Scan & Cut sind wir bei der Länge von 50, Breite 16 und Höhe 17 cm und ein Gewicht von 6 Kilo. Dann natürlich die Joy wesentlich kleiner und leichter. Da sind wir bei einer Länge von 13,8, Breite 21,4, Höhe 13,8 und Gewicht 1,75 Kilo. Beim Maker haben wir eine Länge von 57 cm, die Breite von 18 und Höhe von 15 cm und das Gewicht von 6,8 Kilo. Bei der Portrait 3 ist wieder eine kleinere, da sind wir in der Länge 41 cm, Breite 14 cm und Höhe 13 cm und das Gewicht ist 1,6 Kilogramm. Und bei der Cameo, da haben wir eine Länge von 57 cm, die Breite 17 cm und die Höhe 19,5 cm und beim Gewicht sind wir bei 4,7 Kilo. So könnt ihr die Geräte quasi so ein bisschen miteinander vergleichen. Dann zu den Tools. Beim Brother Scan & Cut, da wird mitgeliefert ein Standard Schneidemesser und ein Stiftehader und 6 kleine Stifte. Und weitere Tools. Ich habe bei Brother nicht wirklich viele Tools gefunden, ganz ehrlich gesagt. Es gibt spezielle Kits, wo ihr da ein komplettes Kit kauft und dann aber auch ein Software-Update dazu machen müsst. Da zeige ich euch gleich noch ein paar Beispiele, aber da ist es wirklich das Angebot nicht so umfangreich. Bei der Cricut Joy, da bekommt ihr das Standard-Schneidemesser mitgeliefert und einen Stift. Und dann habt ihr aber auch einige wenige Tools zusätzlich, wie zum Beispiel das Foiling-Tool. Speziell hier ist, dass die Tools von der Cricut Joy nicht mit dem Cricut Maker genutzt werden können und auch umgekehrt nicht. Das heißt, die sind nicht kompatibel. Dann beim Cricut Maker bekommt ihr das Fine Point Blade, das Textilmesser, dann einen Stift mitgeliefert und da gibt es ganz viele weitere Tools, die ihr dazu kaufen könnt. Auch hier eben wieder die Anmerkung, ne? Die Tools vom Cricut Maker könnt ihr nicht mit der Cricut Joy nutzen, aber das mit dem Cricut Maker 3, wenn ihr da schon die 2 habt oder den normalen Cricut Maker, da könnt ihr die Tools auch mit dem Maker 3 verwenden.
Speziell hier beim Cricut Maker, das finde ich eine ganz coole Sache, ist das Swap Tool oder die Swap Tools. Das heißt, ihr habt ein Housing, wo ihr dann austauschbare Spitzen habt. Das zeige ich euch gleich noch. Und dann bei der Silhouette, da bekommt ihr bei beiden Geräten mitgeliefertes Automatikmesser und einen Stifterhalter, diverse Adapter für alte Tools. Und dann habt ihr aber auch viele weitere Tools verfügbar. Hier gibt es eine Übersicht von Silhouette, wo ihr seht, welche Tools für welche Maschine gemacht sind. Da mache ich euch einen Link unten rein. Wenn wir das uns angucken beim Brother, da habt ihr eben das eine Blade schon mit dabei und da müsst ihr jeweils die Tiefe quasi manuell einstellen, mit der ihr schneiden wollt. Und da könnt ihr ganz einfach solche zusätzliche oder Ersatzmesser kaufen und dann die austauschen, sobald euer Messer nicht mehr richtig schneidet. Dann haben wir hier einen Stiftehalter, der mit dabei ist und ein Set an kleinen Stiften. Das sind diese Dinge, wo ihr ganz einfach eine Schutzkappe drauf habt. Und dann gebt ihr den Stift quasi so rein, Klappe zu, dann guckt ihr unten raus und so gebt ihr das in die Maschine rein. Und dieses Set wird tatsächlich auch beim Basis quasi, also wenn ihr den kauft, ist es dabei. Dann habe ich noch so ein Embossing-Kit gekauft. Dann kriegt ihr dann eben die Tools mit und eine spezielle Matte dafür. Oder hier auch so ein, das war, glaube ich, auch bei dem Kit dabei. Ich kann mich täuschen, aber naja, es ist eine Weile her, seit ich die Sachen verwendet habe. Das Embossing, naja, funktioniert so lala. Hier habt ihr einfach zwei verschiedene Tiefen, 1,5 mm und 3 mm. Und dann für das Foiling haben sie hier eine spezielle Lösung, die nicht mit Hitze funktioniert, sondern da gibt es dann so einen Stift, der eine Flüssigkeit drin hat, mit dem ihr quasi zeichnet und nachträglich dann mit der Folie drauf gibt und dann haftet die Folie da drauf. Das war das, was mit dem Foiling-Kit war. Das sind so die Tools von Brother. Dann bei der Cricut Joy, da habt ihr dieses kleine Schneidermesser, was mitgeliefert wird. Und dann auch diesen einen Fine Point Stift, der 0,4 mm ist. Und da könnt ihr so zusätzliche Tools wie zum Beispiel Glitter Gel Pens kaufen oder eben auch das Foiling Tool. Da müsst ihr einfach darauf achten, dass ihr wirklich das für die Cricut Joy kauft und nicht das für den Maker. Das sind unterschiedliche, weil eben dieses Tool eine andere Größe hat und das würde vom Maker hier nicht reinpassen. Dann beim Cricut Maker. Wie gesagt, es gibt sehr viele Sachen. Mitgeliefert wird dieses Fine Point Blade standardmäßig. Und dann auch noch dieses Tool hier, das verwendet ihr hauptsächlich so fürs Stoffschneiden. Das heißt, es ist wie beim Stoffschneiden, wo ihr den Rollschneider habt, dasselbe Prinzip. Aber dann eben diverse andere, wo ihr hier so ein Rollrad habt mit einer Wavy Line, also wo ihr so Wellen kriegt, oder hier eine Debossing Spitze oder eben die Swap Tools, das wollte ich euch sagen, genau. Swap Tools sind die, wo ihr oben hier einen Noppen habt und dann könnt ihr da drauf drücken, die Spitze wegnehmen und einfach eine andere Spitze draufsetzen. Und so müsst ihr nicht immer das komplette Tool kaufen, sondern könnt es einmal, ihr kauft eben eine Spitze, die ihr braucht, mit dem Swap Tool und dann könnt ihr dazu einfach noch weitere Spitzen kaufen. Und das ist natürlich günstiger, als wenn ihr da immer das komplette Tool kaufen müsst. Aber ihr seht hier wirklich eine ganze Breite an Tools. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann beim Cricut Maker ist das Craft Knife, weil mit dem könnt ihr schön tief schneiden. Weiter habt ihr auch das Foiling Tool
Ihr seht, ne, das ist massiv größer als das für die Cricut Joy, wo ihr auch verschiedene Spitzen dazu habt. Und nebst den Sachen gibt es eben auch Stifte. Mitgeliefert wird auch wieder dieser 0,4 schwarzer Stift. Dann gibt es aber auch ganz viele, so zum Beispiel Goldstifte oder Stifte in ganz vielen Farben oder dann Infusible Ink, ist auch ein Thema, ne? Auch da verschiedene Stifte, also da ganz viele Möglichkeiten. Dann mit der Portrait 3, da habt ihr das Automatikmesser, was ihr mitgeliefert bekommt. Und dann habt ihr hier Adapter, wo ihr zum Beispiel die für die Stifte verwenden könnt. Hier, ne, die sehen dann so aus. Oder zum Beispiel Tools wie ein Craft Knife, weil hier der Durchlass nur 2 mm ist, macht es Sinn, dass ihr natürlich auch nur das 2 mm Knife kauft. Dann bei der Cameo, auch da habt ihr das Automatikmesser mit dabei. Und dann könnt ihr aber auch ganz viele andere Sachen, eben ich habe ein 2 mm Craft Blade, ich habe ein 3 mm Craft Blade, ich habe die Stifte, die kann man eben auch hier verwenden. Auch hier wird ein Set mit beliefert an Adaptern. Und dann wollte ich aber, dass ich variabel bin von den Stiften, dass ich nicht nur die verwenden kann, sondern x einen beliebigen Stift, den ich habe. Und zuerst hatte ich mir so einen Adjustable Pen Holder für die Cameo 4 gekauft. Das ist aber kein Silhouette Branding. Und da, um euch das dann zu zeigen, habe ich einfach auch noch den Pen Holder gekauft, wo ihr 3 Spitzen habt, wo dann schon durchaus dickere Stifte auch oder von dünn bis dick Stifte ihr da reinmachen könnt und das dann quasi einfach mit der Cameo verwenden. Und ihr seht es auch immer, es ist angeschrieben, für welches Gerät die verwendet werden können. Dann habe ich hier auch noch ein Rotary Blade, das heißt ein Rollmesser, und ich habe auch noch nicht von Silhouette, weil Silhouette hat ja eigentlich fürs Gravieren die Curio und nicht die Cameo, aber ich habe mir trotzdem hier so eine Engraving Spitze gekauft, weil ich das einfach bei vielen anderen gesehen habe, dass die das nutzen. Da müsst ihr einfach drauf achten oder beachten, dass wenn ihr Tools verwendet, die nicht für die Maschine gemacht sind, dann verfällt euch logischerweise die Garantie, wenn da was schief läuft. Dann springe ich auch gleich ins nächste Thema rein, und zwar die Aufbewahrungsmöglichkeiten. Ihr seht hier, das ist alles ein festes Gehäuse. Ich habe hier keine Möglichkeit, irgendetwas aufzubewahren. Dasselbe auch bei der Cricut Joy, weil die ist halt einfach dafür gemacht, dass sie sehr kompakt ist. Deshalb habt ihr hier auch keine zusätzlichen Fächer. Dann die dritte im Bunde, die keine Aufbewahrungsmöglichkeiten hat, ist auch die kleine von Silhouette. Die Portrait 3, auch da habt ihr keine zusätzlichen Fächer. Aber die kleinen Maschinen sind halt einfach genau dafür gemacht, dass sie eben kompakt sind. Dann beim Cricut Maker, da habt ihr es vorhin schon gesehen. Das heißt, ihr habt hier vorne ein Fach. Und wenn euch das interessiert, wie man dieses Element hier macht, weil das ist nicht standardmäßig drin, da habe ich euch ein Video, das verlinke ich euch hier oben, wenn ihr das selber auch machen wollt. Und da seht ihr, habt ihr durchaus auch Bewahrungsmöglichkeiten und hier eben auch ein Magnet drin. Super für die Aufbewahrung von Sachen. Zusätzlich habt ihr hier auf der Seite Aufbewahrungsmöglichkeiten, eins was tiefer ist und eins was ein bisschen weniger tief ist, und hier unten hat es aber Schaumstoff drin. Das heißt, wenn ich da ein Tool aufbewahren will, kann ich mit der Spitze da rein, ohne dass der Spitze irgendetwas passiert. Und zusätzlich habt ihr bei der Maschine auch noch hier diese Einbuchtung, wo ihr wunderbar ein iPad reinstellen könnt. Und das Coole ist, ihr habt hier auf der Seite auch noch einen USB-Anschluss. Das heißt, wenn ihr die Maschine in Betrieb habt und das iPad oben drauf habt, könntet ihr rein theoretisch gleichzeitig auch euer iPad laden. Dann bei der Cameo 4,
habt ihr zwar hier unten ein Fach, das ist aber der Rollhalter. Und ihr könntet hier rein theoretisch ein kleines bisschen was reinmachen, aber wirklich viel Platz ist hier nicht. Und was ich euch nicht gezeigt habe, als ich euch diese Maschine gezeigt habe, weil ich es ganz einfach nicht wusste, ist super gut versteckt, ist, dass hier drüben noch ein ganz kleines Fach ist, wo man noch was reinlegen kann, nämlich ein Messer. Na, und zu. Zumindest die Möglichkeit, ein einzelnes Messer. Ne? Aber hier ging es halt einfach darum, dass man den Platz hier unten für den Rollhalter verwenden will. Das waren die Aufbewahrungsmöglichkeiten für die Tools. Dann Dual Cartridge und der Druck für dicke Materialien. Ihr seht hier auf dem Bild drauf, das hatte nur eine Klemme für ein Tool. Dasselbe bei der Cricut Joy und dasselbe bei der Portrait 3. Und der Maker plus auch die Cameo haben 2 Cartridges. Und der Vorteil davon ist halt einfach, dass ihr gleichzeitig 2 Tools laden könnt. Ihr hier zum Beispiel könnt ein Schneidemesser reinmachen und zusätzlich einen Stift und dann quasi loslegen und müsst nicht unterwegs stoppen und ein Tool ändern oder ein Tool wechseln, sondern ihr könnt mit 2 Klemmen arbeiten, was ich super finde. Druck habe ich bei 3 Geräten nicht aufgeführt, weil ich den einfach nicht herausgefunden habe, aber bei 2 ist es, habt ihr das, weil das sehr viel als Verkaufsargument auch verwendet wird für die Cameo. Das heißt, der Druck, der maximale Druck, den das Gerät ausüben kann, und das ist natürlich zum Beispiel fürs Schneiden von dicken Materialien braucht man den, ist es bei der Cameo 5 Kilo und beim Maker sind es 4 Kilo. Hier die 4 Kilo ist in der B-Klemme, das heißt die zweite hier, und bei der Cameo ist es auch die zweite Klemme, wo die 5 Kilo drauf sind. Dann von den Materialien, also so Standardsachen wie zum Beispiel Flexfolie, wird auch genannt Heat Transfer Vinyl, Vinylfolie, Papier, Bastelkarton, Schablonierfolie, Stoff, all solche Sachen, das können alle Geräte schneiden. Und hier habt ihr wirklich eine Fülle an Möglichkeiten. Grundsätzlich ist es eigentlich mehr davon abhängig, welche Tools zur Verfügung stehen für die Geräte und welche Funktionalitäten das Gerät eben machen kann und den Druck, der das Gerät ausüben kann. Und ja, das bestimmt eigentlich mehr so, ne, was die Möglichkeiten sind. Einzelne Anbieter haben auch Materialien, die sie mit ihrem Branding verkaufen. Aber hier, um es vorne wegzunehmen, ihr könnt auch Material von, was zum Beispiel eine Silhouette, ich habe jahrelang, als ich nur den Brother Scan Cut hatte, habe ich von Silhouette die Schablonierfolien verwendet. Das ist gar kein Thema, die kann man auch mit der schneiden. Von den Eigenprodukten her bei Brother, da habe ich ganz ehrlich gesagt nicht wirklich Materialien gefunden. Die konzentriert sich stark auf die Plotter selber, aber dann nicht auf zusätzliche Tools und Materialien. Was da dann halt ist, ihr müsst, wenn ihr eben fremdes Material verwendet, da Testschnitte machen und dann gucken, was die richtige Schnitttiefe ist, um durch das Material durchzuschneiden. Bei der Cricut, da gibt es sehr viele Eigenprodukte. Cricut ist da wirklich stark auf dem Markt und speziell für die Joy gibt es da auch Materialien, wie zum Beispiel das Smart Material für die Cricut Joy. Das heißt, da müsst ihr mal so ein bisschen gucken, sind die Materialien geeignet für die Joy oder für den Maker oder den Explorer. Bei der Cricut Joy ist es vielfach einfach, dass es auf die Größe dann abgestimmt ist von der Cricut Joy. Was will ich damit sagen? Ich denke mal, jetzt haben wir für den Maker 3, gibt es Smart Material. Wenn ihr das dann in die Größe schneidet, dass es für die Cricut Joy passt, dann könnt ihr dieses Smart Material ziemlich sicher auch mit der Cricut Joy verwenden.
Eben auch für den Maker, überhaupt von Cricut viele Eigenprodukte und es wird auch fortlaufend kommen neue Produkte auf den Markt raus. Dasselbe bei Silhouette, auch die haben sehr viele eigene Produkte, eben Schablonierfolien, bedruckbare Magnetfolien und so weiter und so fort. Natürlich eben hier zum Beispiel Cricut auch Vinyl. Also da könnt ihr einfach mal suchen nach den Produkten und das Richtige für euch auswählen. Aber wie gesagt, ne, ihr könnt natürlich auch Material von den Herstellern mit einem anderen Gerät verwenden. Dann zu den Schneidematten, was ja auch ein wichtiger Teil ist, und der Rollfeeder. Beim Brother Plotter, da haben wir eine Standardmatte, die ist 30,5 x 30,5 cm. Es gibt aber auch eine große Matte, die 30,5 x 61 cm ist. Das Gerät kann nicht ohne Matte schneiden und bei der Materialdicke sind wir hier bei maximal 1,5 mm und dieses Gerät hat keinen Rollfeeder. Bei der Joy, da haben wir einerseits die Matte von 11,4 cm x 16,5 cm, das ist die Standardmatte, und dann gibt es eine größere, die logischerweise von der Breite auch 11,4 cm ist, aber dann von der Länge hier 30,5 cm. Ohne Matte schneiden ist hier möglich, aber nur mit Smart Material, was extra dafür gemacht wurde, und da dann bis zu 6 Meter. Maximale Materialdicke hier ist 1,5 mm und dann gibt es auch noch eine spezielle Matte, die fürs Karten erstellen gemacht wurde und da gibt es auch eine spezifische App dazu. Rollfeeder habt ihr hier logischerweise auch keinen. Dann beim Maker, da haben wir die Standardmatte von 30,5 x 30,5 cm, die große auch gleich bei 30,5 cm x 61 cm. Ohne Matte schneiden, den ich habe, der geht nicht ohne Matte. Beim Maker 3 eben im Zusammenhang mit dem Smart Material könnt ihr dann ohne Matte schneiden. Maximale Materialdicke seid ihr bei 2,4 mm. Und ein Rollfeeder gibt es für den, also es ist nicht integriert und den gibt es für den auch nicht zusätzlich zu kaufen, nur für den Maker 3. Da ist er aber auch nicht integriert, sondern da müsst ihr den auch zusätzlich kaufen. Für die Portrait 3, da gibt es eine Standardmatte, die ist 20,3 x 30,4 und ihr seht hier den Unterschied, ne, die kleine von Cricut 11,4 x 16,5, die kleine von Portrait 20,3 x 30,4. Das heißt, da seid ihr schon in einer anderen Größe. Dass es eine größere Matte geben würde von der Länge her, das wäre mir nicht bewusst, hätte ich noch nicht gesehen. Und ohne Matte schneiden könnt ihr mit der machen. Das heißt, auch mit der Größe schon, ne, könnt ihr ohne Matte schneiden. Speziell hier gibt es eine Pix-Scan-Matte. Das auch für die Cameo 4, da habe ich euch ein Video dazu gemacht, wo ich euch gezeigt habe, für was man die nutzen kann. Dann weiter bei der Portrait 3 seid ihr bei einer maximalen Materialdicke von 2 mm und die hat keinen Rollfeeder. Die Cameo, da habt ihr die Standardmatte auch bei 30,5 x 30,5, das heißt die großen Geräte, da sind die alle gleich. Dasselbe auch für die große Matte, 30,5 x 61 cm. Die kann ohne Matte schneiden. Hier eben auch die Pixscan-Matte. Und da müsst ihr dann gucken, es gibt eine für die Portrait 3 und eine für die Cameo 4. Und dann haben wir hier eine Materialdicke, maximale Materialdicke von 3 mm und der Rollfeeder ist hier integriert. Hier eben die Matten vom Brother, das ist die Standardmatte, die sieht schon ein bisschen mitgenommen bei mir aus. Und dann die große, die kriege ich noch nicht mal aufs Bild. Das heißt, hier könnt ihr dann schon richtig große Designs machen. Und ich habe hier auch noch die nicht stark klebend ist. Die sieht bei mir ein bisschen speziell aus, weil ich hier dieses Gummi fürs Debossing, was mit dem Debossing-Tool oder Embossing Toolkit mitkam, die habe ich hier drauf geklebt. Das würde normalerweise ganz normal
wie so eine Matte aussehen. Dann für die Cricut Joy, da habt ihr die Standardmatte, die große Matte und dann eben auch diese Kartenmatte, wo ihr die Schutzfolie abnimmt, da eine Karte reinmachen könnt, hier draufkleben und so könnt ihr damit einfach Karten erstellen. Dann für den Maker haben wir eine Fülle an Matten. Hier die Standard Grip Matte, dann gibt es eine für mit Stoff zu arbeiten, die nicht so stark klebt. Dann gibt es eine Light Grip Matte, eine Strong Grip Matte, die ihr zum Beispiel fürs Holzschneiden verwendet. Und dann habe ich von der Standard Grip Matte eben auch noch die lange und hier eben auch, die kriege ich gar nicht aufs Bild. Also da habt ihr durchaus einen großen Bereich, mit dem ihr arbeiten könnt. Dann für die Portrait 3 habt ihr hier die Standard Matte und dann habt ihr eben auch die Pixscan Matte. Und hier seht ihr, dass die vollgedruckt schon die Passmarken habt. Da könnt ihr dann beim Print and Cut mit einem größeren Bereich arbeiten. Aber eben, wie gesagt, da habe ich ein separates Video dazu gemacht. Bei der Cameo haben wir auch viele Matten. Das ist einerseits die Standard Matte. Dann haben wir eine Strong Grip Matte. Das heißt, es ist ein starker Kleber drauf. Dann haben wir eine Light Grip Matte. Das heißt, die ist nicht so stark klebend. Dann haben wir auch hier die große und hier wieder dasselbe, da sie 61 cm ist, kriege ich die nicht in einem Stück aufs Bild. Und eben auch für die Cameo gibt es eine Pixscan Matte, wo ihr die Passmarken drauf habt. Und wenn ich von Roll Feeder rede, dann ist es hier dieses Element, was ihr aufklappen könnt und dann ist hier eine Arretierung, wo ihr quasi euer Vinyl, einfach alles, was auf die richtige Größe zugeschnitten ist, quasi reinmachen könnt. Und dann läuft es hier unten auf Rollen und dann könnt ihr euer Material quasi hier durch diesen Schlitz durchziehen. Und in die Maschine füttern und so könnt ihr wunderbar dann eben ohne Matten schneiden, weil die hat ja hier eine Trägerfolie und deshalb könnt ihr da auch ohne Matte schneiden. Das ist ein praktisches Element. Weiter geht's mit, was man damit machen kann. Ne? Holz schneiden, Chipboard schneiden, Graupappe schneiden ist etwas, was viele auch gerne damit machen wollen. Und da ist es beim Brother Plotter so, da ihr da bis zu maximal 1,5 mm gehen könnt und ihr auch nur ein Standardmesser habt mit einer eingeschränkten Schnitttiefe. Ihr könnt es versuchen. Ich denke mal, das Gerät ist eigentlich nicht dafür gemacht und ich habe das auch nie gemacht, ganz ehrlich gesagt. Das Maximale, was ich damit geschnitten habe, von der Dicke her, ist Schablonierfolie. Das war es dann aber auch. Bei der Cricut Joy ist sowas nicht möglich. Also alles, was dickes Material ist, die hat ganz einfach zu wenig Druck und da habt ihr auch kein spezielles Messer dafür. Dann beim Maker, das ist ganz ehrlich gesagt, wenn ich solche Sachen schneide, meine erste Wahl, weil ich kann bis zu 2,4 mm geht hier durch und mit dem Knife Blade und der Strong Grip Matte, das ist die violette Matte, geht das wirklich einfach. Ihr könnt quasi das Material auswählen im Cricut Design Space und dann definiert der Design Space selber, welchen Druck es braucht und welche Anzahl Durchgänge und der schneidet dann automatisch einfach immer ein Stückchen tiefer. Im Vergleich dazu die Silhouette, ne? Ihr habt bei der Portrait einen maximalen Durchlass von 2 mm und bei der Cameo einen maximalen Durchlass von 3 mm. Und da habt ihr auch dieses Craft Blade, ne, hier für die 2 mm und hier für die 3 mm. Das heißt, es geht. Ich habe das allerdings ausprobiert und ich fand
das Erlebnis nicht so prickelnd, sagen wir es mal so, weil anders als beim Maker muss ich hier die einzelnen Schritte, das heißt, ich muss das Messer relativ hoch einstellen, dann muss ich einen Durchlass schneiden, dann stoppen, das Messer ein bisschen tiefer einstellen, dann wieder ein Durchlass und dann wieder ein bisschen tiefer und das geht so teilweise bis zu 16, 20 Wiederholungen, wo ihr das immer wieder manuell einstellen müsst und naja, eben, ich finde es nicht so prickelnd, wenn man das so machen muss. Von dem her meine erste Wahl hier der Cricut Maker für sowas. Dann Papier, Bastelkarton, Falzen ist auch immer wieder ein Thema. Ne, für diejenigen, die vorher gebastelt haben oder mit Papier gebastelt haben, sind sich gewohnt, dass sie Karten und zum Beispiel Geschenkboxen falzen können. Beim Brother Plotter ist es nicht möglich. Der kennt diese Falzfunktion oder ein Falztool nicht. Der macht Perforierungslinien. Bei der Cricut Joy, die macht gar nichts. Das heißt, wenn ihr die Maschine in Cricut Design Space ausgewählt habt und da nach Falzlinien sucht, die sind nicht verfügbar, weil Cricut Joy kann sowas nicht. Beim Maker, da ist eine super Lösung. Ihr habt einerseits einen Falzstift, den ihr im Stiftehalter reinmacht, aber das heißt die Klemme A, aber ihr habt auch ein Falzrad, was ihr in die Klemme B reinmacht und damit funktioniert das wirklich super. Und bei den Silhouette-Plottern ist es auch nicht möglich, also das Falzen, auch die macht Perforierungslinien. Wenn ihr jetzt nicht wisst, von was ich rede, wenn ich von Falzen rede, ne? Wir haben fürs Papierbasteln haben wir solche Falzstifte oder eben auch das Falzbein und damit helft ihr dann Papier zu sehen oder zu wissen, wo es sich biegen muss und ihr macht die Fasern, die Papierfasern quasi so ein bisschen elastischer, damit euch das Papier auch nicht bricht. Dafür verwendet man das. Jetzt nehmen wir ein Beispiel, wo ich gefalzt habe, das hier. Na, das habe ich mit dem Cricut Maker gemacht und ihr seht hier, das ist gefalzt und nicht geschnitten. Ich hoffe, ihr seht. Vielleicht auf der Rückseite, ne? Ich habe hier keine Schnitte drin. Bei den anderen beiden Geräten ist es so, dass ihr hier so ganz, ganz kleine Schnitte habt und das sind Perforierungslinien. Ne? Beim Brother und bei der Silhouette, beide, wenn ihr solche Sachen machen wollt, dann werden hier Perforierungslinien gemacht, das heißt kleine Schnitte. Und je nachdem, ne, ich kenne viele, die das mich inklusive fürs, zum Beispiel wenn ich Geschenkboxen bastle, ich hasse das, wenn die so Perforierungslinien haben und die angeschnitten sind. Ich will, dass die gefalzt sind. Wenn das euch auch so geht, dann wäre das dann eher der Maker. Nächstes Thema, Gravieren. Beim Brother Plotter, da gibt es ein separates Kit dafür. Und auch, da müsst ihr dann auch ein Software-Upgrade machen, damit ihr das nutzen könnt. Bei der Cricut Joy ist es nicht möglich, weil die einfach zu wenig Druck ausüben kann. Beim Cricut Maker, da graviert er euch einfach die Outlines. Das heißt, wenn ihr eine Schrift habt, die keine Schreibschrift ist, dann zeichnet er quasi oder graviert er also überall die Outlines. Jetzt hier beim Gravieren wäre das so ringsherum. Es wird nicht gefüllt. Da gibt es Hacks dazu, aber das habe ich euch noch nicht gezeigt. Da mache ich vielleicht noch ein Video dazu. Bei der Silhouette, ich habe hier Jein geschrieben, weil bei Silhouette ist dafür eigentlich die Curio gedacht. Oder die Curio, wie auch immer die heißt. Das heißt, es gibt Tools die ihr mit der Silhouette nutzen könnt, aber eben, wenn ihr die nutzt, kann es sein, dass euch die Garantie verfällt, weil die Maschinen eigentlich nicht dafür gemacht werden. Ich verstehe nicht ganz warum, weil die mit 5 Kilo Druck eigentlich wunderbar auch gravieren könnte. Aber naja, eben, sie haben dafür einfach die Curio und ja, das ist es halt. Bei der Silhouette mit dem Silhouette Studio, da habt ihr das Positive, dass ihr da eine Füllung machen könnt beim Gravieren. Dauert dann natürlich einfach länger, um das zu gravieren.
Dann das Thema Folieren. Das ist so, wenn ihr Goldfolie oder Silberfolie oder auch eine andersfarbige Folie zum Beispiel auf eine Karte aufbringen wollt, in einer Schrift oder sowas, da beim Brother Plotter gibt es ein separates Kit. Ich habe es getestet, fand es aber nicht so super, ganz ehrlich gesagt. Und der Stift, den es dazu gibt, mit der Flüssigkeit, mit der man arbeitet, der wird auch sehr schnell leer. Es gibt hier Hacks, wo ihr bei sehr vielen Leuten seht, ich habe dazu auch mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch oben, wie ihr das mit den Foil Quill Pens von Memory Keepers machen könnt. Aber eben auch hier, ne, wenn ihr das macht, verfällt euch natürlich die Garantie des Gerätes, weil das Gerät ganz einfach eigentlich nicht dafür gemacht ist, um mit Hitze zu arbeiten. Bei der Cricut Joy, da habt ihr ein Foiling-Set, was es speziell für die Cricut Joy gibt. Dasselbe beim Maker, auch da habt ihr ein Foiling-Set, was es speziell für den Cricut Maker gibt. Und dann für die Portrait und die Silhouette Cameo, da geht es eigentlich nur als Hack. Die haben keine spezifischen Tools, soweit ich das gesehen habe, wo man das machen kann. Hier arbeiten viele eben auch mit den Foil Quill Pens von We Are Memory Keepers, aber auch da das Thema mit der Garantie. Und damit ihr hier so ein Beispiel seht, na, das ist Foiling, das heißt, ihr zeichnet quasi mit der Folie auf dem Papier, geht ihr mit Druck da drauf und der zeichnet quasi und die Folie wird dann bleibt dann da hängen, wo ihr den Druck ausgeübt habt. Und da habt ihr auch verschiedene Stärken, die ihr nutzen könnt, um eben ein filigranes Ergebnis oder so ein bisschen ein breiteres Ergebnis hinzubekommen. Und die Folien gibt es in jensten, nicht nur Gold und Silber, sondern auch in anderen Farben. Bei der Cricut Joy gibt es eben dieses separate Tool. Da habt ihr nur eine Spitze zur Verfügung und beim Maker habt ihr 3 unterschiedliche Spitzen zur Verfügung von der Dicke her. Und bei den anderen Plottern eben diese Foil Quill Pens, die es auch in unterschiedlichen Dicken gibt von den Spitzen. Und da habt ihr solche Adapter, die ihr drauf schraubt. Und da findet ihr auch Infos, für welches Gerät welcher Adapter verwendet wird. Hier der B ist jetzt zum Beispiel für den Brother Scan and Cut. Und dann schließt ihr quasi an den Strom an und dann wird diese Spitze hier innen drin, die wird extrem heiß. Und damit könnt ihr dann foilieren. Natürlich gehe ich da nicht direkt auf die Matte drauf, sondern da habt ihr so einen quasi Löffel, den ihr da, wo die Spitze dann ist, drunter legt, bis ihr das verwendet. Dann nehmt ihr den weg, sobald ihr anfangt mit dem Plottern, damit eben keine Hitze sich auf die Matte überträgt. Plus, was ich jeweils mache oder immer gemacht habe, ist, dass ich für meine Standard-Matte, da habe ich zusätzlich diese Matte von We Are Memory Keepers, die wunderbar hier auf den Arbeitsplatz drauf passt und die drauf geklebt. Und dann könnt ihr eure Elemente, eure Karten hier drauf machen, die Folie drauf machen und so arbeiten. Und dann habt ihr weniger das Thema, dass die Hitze von diesem Stift sich quasi auf die Matte überträgt. Hier so als Tipps. Dann nächstes Thema, Schreiben und Zeichnen. Das geht mit allen Geräten. Bei dem Brother Plotter eben mit den Stiften, die ich euch gezeigt habe, die speziell für den Brother Plotter CM900 sind. Dann bei der Cricut Joy auch mit den Stiften, die speziell für die Cricut Joy sind. Dann auch beim Maker mit Stiften, die speziell für den Cricut Maker gemacht wurden. Da in der Klemme A drinne. Und das Schöne bei Silhouette ist halt einfach, dass ihr mit Adaptern, eben den gibt es von Silhouette, den ich euch gezeigt habe, oder von Dritten, geht es auch mit x-beliebig anderen Stiften. Das heißt, wenn ihr das gerne macht und dann nicht unbedingt die ganzen Stifte von den jeweiligen Herstellern kaufen wollt, dann wäre es eher so die Silhouette-Reihe. Dann Print and Cut ist auch für viele ein Thema, weil ihr das braucht, um zum Beispiel Sticker
auszudrucken und dann zu schneiden, zum Beispiel mit der KissCut-Technik, dass sich das von der Trägerfolie wunderbar löst. Da haben wir bei der Scan-Cut, wie es der Name sagt, das ist ein Scannen und dann Schneiden und nicht ein Print-and-Cut. Und deshalb hier eigentlich nein. Ich habe bei einem Video euch gezeigt, als ich Karten gemacht habe, dass es geht so ein bisschen mit quasi einem Hack, aber es ist nicht 100%ig akkurat. Das heißt, manchmal geht's nicht. Anders bei der DX-Serie. Da habt ihr eine zusätzliche Lösung, die ihr dazu kaufen könnt, wo ihr dann Passmarken habt, was das Gerät braucht, um zu wissen, wo es denn schneiden muss. Bei der Cricut Joy eigentlich nicht möglich. Da habe ich euch einen Hack gezeigt, aber eben auch das ist nicht super akkurat. Das heißt, das Gerät ist nicht für Print and Cut gemacht. Beim Cricut Maker funktioniert es sehr gut. Aber was da für mich so ein bisschen der Nachteil ist, ich habe nicht Passmarken, sondern es zeichnet mir um das ganze Element herum einen dicken, fetten, schwarzen Rahmen und der geht auch nicht größer als bis zur Größe von 17,2 cm mal 23,5 cm. Das heißt nicht die ganze Mattengröße. Anders bei der Portrait und der Cameo, da geht es mit Passmarken. Das heißt, wirklich super zum Ausdrucken mit den Passmarken, der kann die auch super lesen. Und wenn ihr da dann auch noch ein bisschen größer gehen wollt, dann habt ihr auch noch die Möglichkeit mit der Picscan-Matte, wo dann die Passmarken schon drauf sind, wo ihr das nicht separat quasi drucken muss, sondern ihr nehmt dann euer ausgedrucktes Element, gebt es auf die Picscan-Matte, fotografiert es ab und könnt es in die Maschine oder in Silhouette Studio laden und so dann wunderbar diverse Sachen ausschneiden. Und auch da habe ich euch ein Video dazu gemacht. Von dem her für mich so, das Print and Cut ist eher Silhouette der Vorreiter. Dann Stoffschneiden ist mit allen Geräten möglich, da einfach der Hinweis, Rollmesser. Wenn ihr euch so ein bisschen mit Nähen befasst, dann wisst ihr, dass man Stoff eigentlich am besten entweder mit einer Stoffschere oder mit einem Rollmesser schneidet, weil das einfach am besten geht und der Stoff nicht verzieht. Hier gibt es kein Rollmesser dafür. Ihr könnt es versuchen mit dem normalen Messer zu schneiden. Dann bei der Cricut Joy gibt es auch kein Rollmesser dazu. Beim Maker gibt es eben dieses Rotary Blade und auch die Soft Grip Matte, respektive sogar die Stoffmatte. Da funktioniert das ziemlich gut oder sehr gut, sagen wir mal so. Hier für die Portrait habe ich kein Rollmesser gesehen. Das heißt, da ist es auch ganz einfach mit einem normalen Messer. Und dann wieder mit der Cameo funktioniert es auch sehr gut, weil ich da ein Rollmesser habe. Dann Unterstützung. Wir haben es fast geschafft. Die Unterstützung, da geht es mir einfach drum, wenn ihr einsteigt mit dem ganzen Plotter-Thema, wo findet ihr Sachen, wo ihr gucken könnt, wie was funktioniert, wo kriegt ihr Hilfe. Beim Brother Plotter, muss ich ehrlich sagen, gibt es auf YouTube sehr wenige Videos. Erst so im letzten Jahr hatte ich das Gefühl, sind mehr Videos dazugekommen. Aber naja, das sind wirklich YouTuber, die die Videos hochstellen. Von Brother selber habe ich eigentlich praktisch keine Videos gesehen. Und da verstehe ich ganz ehrlich gesagt so persönlich die Vermarktungsstrategie von Brother verstehe ich nicht so ganz. Also das wird sehr stiefmütterlich behandelt, finde ich. Das heißt, da müsst ihr schon selber gerne tüfteln oder ihr guckt euch natürlich meine Videos an, ne? Aber naja, allzu viel gibt es da nicht. Anders bei Cricut. Die haben als Vermarktungsstrategie, dass sie so selbstsicher sind, dass sie YouTubern die Maschinen ihrer Neuheiten zur Verfügung stellen, dann einfach sagt, probiert's mal aus, wenn es euch gefällt, dann gerne auch ein Video dazu machen.
So war das auch bei mir der Fall und so gibt es wirklich extrem viele Kanäle, wo man Videos für die Cricut-Geräte findet. Teilweise, wenn sie gesponsert sind, ist es natürlich nicht immer ganz so neutral, aber naja, da könnt ihr euch dann selber ein Bild von machen. Was zusätzlich hier auch extrem cool ist, es gibt ein Cricut Help Center und seit, glaube ich, jetzt einem Jahr, seit das deutsche Team auch so ein bisschen aufgebaut wurde, gibt es die auch auf Deutsch. Das finde ich wirklich eine super Sache und da findet ihr auch hier viele hilfreiche Tipps. Ich verweise teilweise, wenn ich Fragen bekomme, auch auf diese Seite, weil da findet man wirklich die Antworten zu. Bei Silhouette ist es so, dass es sehr, sehr viele Nutzer von den Silhouette-Geräten gibt. Auch die Geräte seit Jahren im Einsatz haben. Zusätzlich gibt es auch das Silhouette 101 und das ist so ein Training, da habe ich, glaube ich, aber die nur in Englisch gesehen, aber ne, wenn Englisch für euch kein Thema ist, dann könnt ihr die wirklich gut gucken und da findet ihr super hilfreiche Videos. Zudem gibt es zu dem Gerät und zum Silhouette Studio ein super großes, ausführliches Benutzerhandbuch, was wirklich gut gemacht ist, auch mit vielen Illustrationen drin und auch in verschiedenen Sprachen. Das heißt, das hier steht auch in Deutsch zur Verfügung. So, das war jetzt relativ lange. Ich hoffe aber, ich bin auf die richtigen Punkte eingegangen, die euch interessieren und habe euch da eine gute Übersicht geben können. Und eben, wie gesagt, ihr müsst quasi so ein bisschen für euch selber entscheiden, was ihr damit machen wollt und euch dann mal für eine Maschine entscheiden. Es kann ja auch sein, dass ihr mit einer anfangt, zum Beispiel mit der Joy und dann sagt, ne, jetzt habe ich mich weiterentwickelt und ich will mehr Sachen machen können, dann kaufe ich mir noch den Maker. Man kann ja solche Geräte quasi auch dann wieder an andere verkaufen, die dann sich mit dem Thema neu befassen wollen. Also hier wirklich guckt euch an, was für ein Gerät für euch das Beste ist und eben wie gesagt, es gibt natürlich nicht nur die 5, die ich habe, sondern da gibt es auch noch weitere Maschinen, aber ich hoffe, das hat euch zumindest mal über diese 5 Geräte einen guten Einblick gegeben. Und das war es auch schon in diesem Video. Wie gesagt, jetzt gibt es dann auch gleich noch ein Video zu der Software, die Brother Software, die von Cricut und die von Silhouette. Für die, die das nicht interessiert, danke ich, dass ihr so lange dran geblieben seid und wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Bis bald! It was years ago, but how can I forget? We were 16 up all night, love and heartbreak